Aus der großen Serie, ich kaufe mir ein Fahrrad und muss so gut wie nie mehr in die Werkstatt. Jetzt ein Fahrrad, was so ein bisschen aussieht wie ein BMX-Rad, wie früher. Also es hat relativ kleine Reifen. Es hat einen fetten Akku drauf, 545 Wattstunden. Das ist als aufgebauter Akku einer der größten Akkus, den es gibt, muss man sagen. Und es kommt von Riese und Müller. Und das Ding, sagt ihr, das macht so Fun, wenn ich in der Stadt damit unterwegs bin. Es ist total Understatement, weil kein Mensch rafft, was da eigentlich drin ist. Das ist ein High-End-Bike, was aussieht wie, ich sag mal, ein kleines Klapprad. Ich grüße dich, Tobi. Hi. Grüße dich, Lucia. Hi. Ja, kleines Klapprad, das trifft so ein bisschen. Man kann es gar nicht klappen. Nee, du kannst nicht klappen. Von der Optik geht es vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber vom Fahrgefühl, wie du es schon beschrieben hast, ganz anders. Wir haben hier eigentlich ein vollwertiges E-Bike, das einfach auf kompakte Maße sich zusammenstauchen lässt, zumindest in der Höhe. Und ja, in der Länge, da ist es auch ein bisschen kürzer. Das Gewicht ist ja immer so allentscheidend. Liegen wir hier über 25 Kilo? Ja, wir sind bei knapp 25 Kilo, also 24,5 oder ja, irgendwo so diese Kante. Wenn ich die Batterie rausnehme, ist dann ein bisschen leichter. Naja, klar, da sparst du dir nochmal 3,5 Kilo. 3,5 Kilo, also da bin ich knapp über 20. Ich spreche ja nur über Bandscheiben und Co. Also wenn ich das ins Reisemobil reinlade, total beliebt, kostet fast 5.000 Euro. Die Ausstattung hier ist aber vom Feinsten. Der stärkste Bosch-Motor in dem Fall? Nee, da haben wir den neuen Performance Line, der mit 75 Newtonmeter nach vorne treibt. Also der ist im Prinzip vereint er die besten Eigenschaften von den Motoren, die es momentan so gibt. Der hat 75 Newtonmeter, wie der alte CX, hat aber die Geräuschentwicklung von dem Performance Line. Also sehr leise und auch vom Verbrauch ist er sehr. Der geht aber schon. Also es ist nicht so wie der, Ja. ich bin mal 41 Newtonmeter gefahren von Bosch. Das war Das ist gar kein Vergleich zu gar kein so einem Vergleich. Active Line mit 40 Newton. Der hat ja fast doppelt so viel wie der Einstiegsmotor und der geht schon ganz schön. Ja, das werden wir auch gleich mal zeigen. Dabei sind ganz viele Features, die das Fahrrad unglaublich versatil machen. Ich kann es komplett auf eine Person abstimmen mit Schnellverschlüssen. Und das ist, glaube ich, in der Preis- und Leistungsklasse sensationell. Das heißt, es ist ein optimales Firmenfahrrad auch. Also wenn ich jetzt ganz viele Mitarbeiter habe oder die Frau fährt mal, der Sohn fährt mal, Urlaub Camping. Der Sohn darf auch mal eine längere Reise machen hiermit, denn du sagst, die Batterie in Verbindung mit dem Motor hält sehr lange. Genau, also wie Lucia schon beschrieben hat, hier haben wir ja einen sehr guten Kompromiss aus Leistung, ja, Laufruhe und tatsächlich auch Verbrauch. Also mit dem System, also dem Motor und dem Akku, da komme ich wirklich richtig weit. Und ja, klar, das Rad ist auf jeden Fall ein Rad für alle Größen. Lässt sich halt wunderbar einstellen, also die Höhe vom Lenker lässt sich einstellen. Die Sattelstütze ist sehr lang, also da habe ich auch sehr viel Spielraum. Und ich kann auch den Reach einstellen. Den Reach. Ich zeige erstmal die Sattelstütze. Sattelstütze rein, raus. Ich kann das hier so ein bisschen drehen, ne? Und dann kann ich halt den Sattel auch richtig hoch machen. Gut, jetzt ist der hier ein bisschen eingeklemmt. Also wenn jetzt große Leute hier so sind, ne, kann ich den halt. Ja, mach mal weiter. Guck mal. So, darfst du auch gleich mal fahren. Das kannst du machen, du bist schon Nee. so groß. Ich glaube, das geht sogar noch höher, Es oder? geht noch höher. Genau, wenn du es mal ganz raus machst, da kommt da bestimmt irgendwann mal ein Ende. Was habe ich denn da angefangen? Ey? Ja, du wolltest es so haben. Warte, ich zeig's mal. Ich habe auch gedacht, das würde ein bisschen leichter hochgehen. Immer noch? Immer noch? Nächstes Mal bleibe ich einfach nur daneben stehen. Jetzt sind wir beim Maximum, hier. da mal die Linie. So. Nach 26 Warte, Zentimetern. ich zeig das mal gerade. Und das ist jetzt kein Witz. Geht bis zum Solarplexus. Es könnte jetzt einer, der jetzt zum Beispiel 2 Meter groß ist, würde sich das Ding so einstellen. Oder vielleicht ein bisschen kleiner. Könnte dann sogar noch die Höhe des Lenkers noch verstellen. Mach mal ganz hoch, dass wir da mal sehen, was da noch geht. Und es kommt aber noch besser. Ich kann mir die Sportlichkeit vom Fahrrad noch einstellen. So, jetzt ist der Lenker ganz oben. Ganz oben? Moment. Kommt. So, jetzt. So, jetzt ist er ganz oben. Und dann kann ich noch den Reach noch einstellen. Das ist nämlich hier unten das Ding. Und damit schaffe ich noch mehr Raum. Genau. Also jetzt kann auch wirklich ein richtig großer Mensch, kann wunderbar damit fahren. Genau, wenn du mal gerade so nett bist, das mal runterstellst und mal einfach mal probierst, da drauf zu steigen, dass man mal sieht, also in ordentlichen Maßen. Jetzt habe ich ein quasi XL-Fahrrad. Das geht gar nicht jetzt, oder? Das ist einfach viel zu groß. Warte,
Ich zeige das mal gerade. Nee, da passiert nichts. Aber wenn du es jetzt mal ein bisschen reinmachst, ungefähr einen halben Meter tief. Oder ich halte fest. Wenn du mich loslässt, Mach mal. wenn du mich loslässt, kann ich auch losfahren. Ja, fahr mal los. Ja, wir können es ja mal. Es ist aber krass, aber es würde gehen. Also es ist dafür zugelassen. Ja, klar. Also ich habe hier wirklich die Möglichkeit, auf alle Größen einzustellen. Das ist halt das, was das Rad ausmacht. Bitte geh mal raus und mach das nochmal, weil das muss man Leuten zeigen, die lang sind. Jetzt stell dir vor, du hast eine Frau, die ist 1,68 m und du selber bist 1,95 m. Ihr wollt das Fahrrad wechselseitig benutzen. So, dann kannst du wirklich das fahren und erwarten nie wieder gesehen. Aber der Motor, der geht richtig ab, oder? Ja, aber es sieht irgendwie schon ein bisschen witzig aus. Es sieht witzig aus, aber es geht. Eigentlich sieht es bescheuert schon fast aus, aber es geht, ja. Es geht. Ja. So, das heißt, du hast jetzt ein Riesenfahrrad und jetzt mach's mal so wie du es normal für dich machen würdest. Von der Größe. Zum Hüftknochen oder so, ne? Zum Hüftknochen reicht ja dann meistens schon. Ist ja kalt im Moment. Warte, ich komme mal rum. Zeig das mal. Das ist geil, dass das geht. Das mit diesem Reach, das finde ich so klasse, dass du vorne das nochmal verändern kannst. Weil wenn du wirklich lange bist, was nützt dir das, wenn du so direkt rankommst? So ist okay für dich? So würde ich es fahren. So würdest du es fahren? So, der Reach ist auch okay für dich? Ja, das mag ich tatsächlich. Also ich kenne es ja quasi vom Mountainbike, dass ich sehr gestreckt drauf sitze. So, mach mal. So, jetzt wäre quasi... Wir haben auch schon Kunden, die... Boah, das fährt ja geil. Das fährt richtig super. Vor allen Dingen, es hat halt Fahreigenschaften, die sind bemerkenswert. Es hat nämlich vorne eine gefederte Gabel, was sonst Kompakträder nicht haben. Und es hat Ballonreifen, also nochmal dickere Reifen. Dann jetzt neuerdings auch die Schulz-Sattelstütze, die man nachrüsten kann. Und dann macht das halt zu einem super komfortablen Reiserad. Hier auch dieser neue Eco-Sattel hier von L'Oreal. So, das ist jetzt kein Schrott. Das ist quasi die Komponenten von einem großen Fahrrad drin, bloß extrem auf Kompaktheit gebaut. Also, das heißt, das Kiox-Display, ist das neue oder? Ich habe das noch gar nicht gesehen. Das 300, aber auch ein neues Design, kann das sein? Ja, also das neue Kiox ist die überholte Version tatsächlich von dem, was man noch vom E-Bike System 2 kennt. Ach, das auch hier, Best 3 ist hier eingebaut. Genau, auch Best 3. Auch hier Smartphone-Halter ohne Probleme drauf möglich reinzuklicken. Per Bluetooth hat man das Handy als Computer verbunden. So, ich halt mal ganz kurz auf euren Laden, denn wir gehen jetzt rein. Es ist so kalt, wir haben 2 Grad oder so. Kommt mal rein. Ja, du wolltest was sagen? Du hast 545 Wattstunden jetzt hier, weil wir den neuen Akku ja haben, diesen großen. Ne? Also es ist nochmal so 10% drauf on top. Ne? So, es muss ja auch nicht immer Intube sein. Der Vorteil ist jetzt, dass ich eine enorme Stabilität durch diese Rahmengeometrie habe, also mit dem Ober-Unterrohr und hinten nochmal überall Züge drin. Das Ganze ist ja von Riese und Müller, wird ja extrem designt auf Haltbarkeit. Also, dass auch mal in etwas schlimmeres Geläut fahren darf oder es darf mal zum Beispiel eine Bordsteinkante runterkrachen mit Gepäck. Dafür ist gebaut. Genau, dafür ist das gebaut, ist super stabil und gerade bei Kompakträdern ist es halt wirklich was Besonderes. Also klar, wir liegen hier beim Preis 4.850 € knapp, das ist schon ordentlich, aber es hat halt alles, was ein normales Rad auch hat und noch ein bisschen mehr. Wir haben es ja gesehen, also gerade die Einstellbarkeit, die ist halt wirklich extrem. So, das heißt, ich fühle mich nicht unsicher. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was du ja bei vielen Kompakträdern hast. Ihr habt ja viele Kompakträder, muss man sagen. Ihr habt ein eigenes Kompaktradstudio. Wir sind ja auch diese Experte mittlerweile auch. Ja, aber jetzt nicht nur von Riese und Müller. Da bist du aber bei einem namhaften Kompaktrad auch schon direkt mal bei 2,6, 2,8, 2,9. Und hier ist ja Enviolo dabei. Allein die Schaltung kostet ja ein kleines Vermögen. Genau, also du sagst es schon, in der Regel fängt es im hochqualitativen Bereich an, so bei 2,8, 2,7, eher so knappe 3. Und hier sind wir ja schon im Top-Modell von den Kompakträdern, weil wir ja halt alles da drin haben. Das Ganze gibt es halt ab 4,6, aber dann hat man halt ein paar kleine Gadgets halt weniger. Ne? So, wir zeigen mal ein paar Sachen, die extra sind. Die bei Schulz gefederte Sattelstütze, die ist dabei. Die kostet allein wie viel im Nachrüsten? Nachgang kostet die so zwischen 200 und 220 €. Und dann das ganz tolle Display. Das kostet wie viel, wenn man es denn kriegt? Ich glaube, da wären wir so bei 150 zum Nachrüsten mit dem Halter und allem drum und dran. So, dann der Motor ist ja auch nicht der schwächste. Da muss man auch genau hingucken. Also Bosch Performance CX hast du eher selten oder in dem Bereich. Genau, also der CX ist wirklich sehr selten im Kompaktradbereich. Da kann man tatsächlich auch anzweifeln, wie sinnvoll das dann ist. So,
So, und dann die Luftfeder. Luftfeder drin? Oder Stahlfeder hier in dem Da Fall? haben wir eine Stahlfeder. Muss ich aber auch sagen, gerade so ein Rad, das von mehreren Personen oft gefahren wird, Ist wartungsarm, oder? ist wartungsarm und muss halt nicht immer extra eingestellt werden. Und es ist halt eine richtig gute Stahlfeder. Gut. Also wie im Auto eine Stahlfeder. Dann natürlich der Gates Carbonriemen. Der kostet allein schon, glaube ich, 200, 300 Euro. Wenn man den austauscht, dann ist dabei die Enviolo-Schaltung und das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, denn diese Schaltung hier ist quasi wartungsfrei, genauso wie der Riemen. Irgendwann geht er halt mal kaputt, aber er ist nicht laufend zu warten, weil du hast ja hier Power drauf und hier kann einer richtig reintreten. Es fühlt sich, wenn du drauf sitzt, wenn du das mal beschreibst, fühlt sich das an wie ein Kompaktrad? Nee, also ich finde, es ist tatsächlich von der Haptik her, vom Handling her, fühlt es sich an wie ein sehr wendiges Trekkingbike. So würde ich es beschreiben. So die Reifen vorne, dass die so klein sind, das ist natürlich sehr wendig. Ist das ein Problem, wenn du schnell fährst? Nee, tatsächlich gar nicht. Also sie sind gerade groß genug, dass du halt schon eine gewisse Laufruhe drin hast. Und ja, sind halt super wendig dadurch, also du hast halt einen sehr kleinen Wendekreis, aber dadurch, dass der Radstand doch relativ Richtung normales Rad geht, flattert da jetzt auch nichts, wenn du schnell fährst. Lucia, wenn du mal gerade so nett bist, hier mal durch euren Laden durchzuckelst, zum Beispiel mal rund um diesen schwarzen Block fährst. Ja gut, das ist ja wendig. Der Lucien müsste auch den Sattel ein bisschen tiefer haben. Also nur für diese Akrobatik hier. Für die Akrobatik könntest du den auch ganz runter machen. Normal wäre der hier 2 Meter hoch, der Sattel bei dir, ist ja klar. Das war Spaß. Soll ich ihn runter machen? Nee, ist ja gut. Ja, ist ja da. Ihr seid schon ewig Riso Müller-Händler. Ihr seid einer der ältesten Deutschlands. Man glaubt es gar nicht. Genau, ja. Da der ersten. Du hast angefangen mit 3 Jahren, glaube ich, Riso Müller-Händler zu sein. Ja, genau, so 3,5, 4 Ihr Jahre. seid die Nachfolger, muss man sagen. Zweite Generation hier vom Laden. Genau. Genau, seit 21 haben wir das, gehen jetzt in unsere 3. Saison rein und Riese Müller, ja, das ist halt bei uns eine der stärksten Marken. Ihr seid Erlebnisstores, habt wirklich nahezu alle Räder, wenn nicht alle Räder da. Und ja, fahr mal, zirkel mal mit 20 Zoll und Ballonreifen da. Das ist gleich so. Toll, jetzt kann ich es gar nicht sehen, ja, was er machen sollte, aber der Rahmen ist ziemlich groß. Er kommt nochmal wieder, oder? Was denkst du? Ja, das können wir nur hoffen, ne? Ich glaube, da hören wir ihn schon. So, wenn du mal so nett bist, einmal hier drumherum fährst, um das schwarze Ding, vielleicht mal 2, 3 Kreise machst, dass man mal sieht, das ist kein Problem, würde auch mit jedem anderen Rad, aber das ist so ultra wendig, oder? Ja, also das ist auch das, was das so ein bisschen ausmacht, wenn du halt mit 20 Zoll Reifen durch die Stadt cruist. Da kommst du um jeden Poller wunderbar rum. So, und das ist so ein richtiges Funbike, muss man sagen, was einen unglaublich befriedigt. Darf ich sagen, mein Zahnarzt in Saarbrücken hat genau das Rad und Hat es nicht bei uns geholt. hat es nicht bei euch geholt, aber ich muss sagen, als es dann vor der Tür stand, war es auch angeschlossen mit allem drum und dran. Ich wusste natürlich, was es war. Kann man das Display abnehmen eigentlich? Das Display kannst du abnehmen, ja. Würde ich dir auch tatsächlich empfehlen. War nämlich immer drauf. Ich sage jetzt nicht, wo der Zahnarzt wohnt, aber das ist drauf und man kann es auch fahren ohne Display. Das ist das Spannende. Man kann es abnehmen, auch zu Hause lassen, wenn ich es hier in der Stadt nicht brauche. Da komme ich jetzt gar nicht in die Versuchung. Und ich kann es allein hier mit diesem kleinen Schalter fahren. Ne? Genau, das ist auch so ein bisschen das, was das E-Bike-System 3 von Bosch ausmacht, dass die komplette Intelligenz quasi nicht mehr im Display ist, sondern in diesem kleinen Bedienteil in der Remote. So, Enviolo, beschreib mal bitte, ihr habt ja jetzt eine hohe Trittfrequenz gewählt hier. In dem Fall, wenn der Berg hoch ist, steil ist die Trittfrequenz hoch und ist er, ich sag mal, flach, ist sie niedrig. Genau, ist ganz intuitiv zu bedienen. Also du hast hier mit dem kleinen Männchen skizziert, in welchem Gelände jetzt gerade die Übersetzung, die du gewählt hast. Ich zeig das mal, das Männchen ist jetzt hier am steilen Berg, jetzt machen wir flach. Und wenn es flach ist und das Ganze ist stufenlos. Das heißt, also du hast keine Kettenschaltung, die dann hakt und klappert und dann muss die wieder eingestellt werden. Das gibt's nicht. Genau, also es ist wirklich stufenlos. Ich habe keine bestimmte Anzahl von Gängen, sondern kann wirklich halt frei wählen, welche Frequenz ich jetzt fahren möchte. So, und das Coole ist, das Rad gibt's mit dieser Schaltung und mit dieser Schaltung, richtig? Genau. Das heißt, es gibt es nur mit der Enviolo. Genau, also es gibt es momentan in der neuen Version. Wir haben, es gibt natürlich noch das andere, das ältere Tinker, das aktuelle, aber das hier Tinker 2. Tinker 2 gibt es jetzt nur mit der Enviolo. Macht aber auch meistens Sinn, weil die Leute, die in der Stadt rumfahren, wollen sich jetzt nicht großartig um Kette, Reinigung und Ölen kümmern. Einfach fahren und fertig. Genau. Der Reifen ist ja auch gegen Dornen geschützt. Hat er einen leichten Pannenschutz. Guck mal.
Oder hat man die Möglichkeit, das nachzurüsten? Also einen leichten Pannenschutz bekommst du zwar, also es ist jetzt die Plus-Version von dem Reifen, der hat einen bisschen breiteren Mittelsteg, aber so einen klassischen Marathon, wie man es kennt, den wirst du dafür nicht bekommen. Den kann man nachrüsten. Oder auch nicht, vielleicht. Okay, wir Nee, gucken wirst mal. du nicht bekommen. Also Wirst du nicht tatsächlich bekommen. Marathon Plus, wie man den kennt, den pannensicheren, den gibt es nicht. So, jetzt darfst du einmal, du bist ja ein starker Mann, wenn du das mal gerade hochhebst, mal mit einem Arm. Toll, ja. Da war nicht darauf vorbereitet, aber es geht. Also ist schon wirklich handlich und man sieht, der Lucien, der geht zwar ein bisschen ins Studio, aber es ist jetzt kein sackschweres Fahrrad, das ist immer noch leicht, oder? Ja, also es lässt sich auch wunderbar handeln. Also wenn du jetzt noch den Akku rausnimmst, dann bist du irgendwo so bei 20 Kilo. Das ist schon in Ordnung. Lucien, falls mal zusammen. Man kann sogar noch sich andere Pedale kaufen, die noch einklappbar sind, wenn man es zum Beispiel im Wohnmobil mitnehmen möchte. Aber so kriege ich ein Packmaß, das ist schon sehr gering, oder? Genau, also du könntest jetzt tatsächlich noch Faltpedale dran machen, wenn du wirklich das Maximum rausnehmen möchtest, was halt geht, also maximal viel Platz sparen möchtest, aber so kriegst du es auch auf ein sehr kompaktes Maß. Was ziemlich cool ist, du kannst den Lenker sogar drehen. Das ist ziemlich cool und das kann das Lucien gleich mal zeigen. So, du kannst es falten und man kann den Lenker, glaube ich, drehen, oder? Du könntest den Lenker auch noch drehen, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Kabel dafür vorbereitet haben. Die liegen jetzt, glaube ich, ja, wird wohl funktionieren. Da könntest du den Lenker jetzt noch hochstellen, dann hast du halt auch wirklich ein sehr schmales Silhouette. Ich darf das mal sehen, einmal kurz. Das ist nämlich die Silhouette, die ist nämlich allentscheidend. Das heißt, du würdest das hier vorne öffnen, noch einmal kurz. Und es einmal, nee, vorne, da dieser. Genau, du kannst halt hier Tobi weiß, glaube ich. schon hier öffnen und kannst noch drehen. Und dann Das war die Frage. Also wenn ich jetzt die Silhouette so haben möchte, bitte mal zumachen. Also dass es mal verschließt und jetzt mal bitte auf den Ständer stellt und jetzt mal alle weggeht. Bitte mal weggehen, einfach mal auf den Ständer stehen lassen. So, und das wäre jetzt die Silhouette. Das ist alles, was ich im Wohnmobil dann habe letztendlich. Und das ist geil. Genauso muss es sein. Genauso muss es sein, so kriegst du es wunderbar verstaut. Ja. So, auch 2, 3 Stück nebeneinander. Ich habe es, glaube ich, langsam gerafft. Ich lege eine ordentliche Menge Geld hin, kriege dafür ein ordentliches Rad, was extrem klein ist, sich fährt wie ein großes, Spaß macht wie ein großes und noch geil aussieht. Farben, was gibt es für Farben? Es gibt das Weiß, was wir hier haben, dieses Pure White und Schwarzmatt. Schwarzmatt. Und dann fällt der Akku auch gar nicht mehr auf, dann ist das halt komplett zu einem. Aber mir ist das so egal mit dem Akku, weil die Leute kommen, es muss ein Intube sein und keine Ahnung. Das hier ist ein Spezialrad, muss man sagen. Und dass überhaupt der Akku da reinpasst, ist schon ein Wunder. Ja. Weil, es passt nämlich ganz oft nicht rein. Ja, also ich meine auch Intube wäre jetzt hier ein bisschen fehl am Platz. Ich finde es eigentlich vom Design sogar ziemlich stimmig, so wie es jetzt ist. Mit den schwarz-weißen Akzenten, das stimmt. So, und du sagst, die Pedale gibt es auch noch zum Einklappen, oder? Genau, da könntest du dir jetzt noch Faltpedale dran machen. Kommst du nochmal ein bisschen schmaler von der Silhouette. Ja, es geht mir mehr um das Zukratzen von irgendwelchen Wohnmobilwänden, die du dann hast. Okay, vielen Dank fürs Einschalten. Das Ganze gibt es bei Konrad Green Bikes. Das ist in der Pfalz. Der Ort heißt Kaiserslautern. Der eine oder andere wird es noch kennen. Ihr hattet mal, glaube ich, einen Fußballverein, der sehr erfolgreich war. Ja, den haben wir jetzt auch wieder. Also Ihr seid wo jetzt? Bundesliga? Zweite? Zweiter, aber auf einem guten Weg. Also man könnte wieder was von Kaiserslautern hören. Sogar im oberen Drittel von der zweiten. Ja, vielleicht spielt er bald gegen Schalke. Ja. Oder halt. Das darf man nicht zu laut sagen. Ja, ist mir wirklich so passiert. Ich habe ja keine Ahnung vom Fußball und ich hatte bei 1 Live gehört, dass sie irgendwie 15 Spiele hinter nicht gewonnen hatten. Und dann war der Mann, der mich ausgewiesen hat in Düsseldorf aus dem Parkplatz, hat gesagt, ich habe gefragt, wer spielt denn gerade in Düsseldorf? Meint er hier, irgendein Verein aus NRW. Ich glaube, es war jetzt Gladbach und dann habe ich gemeint, ja, ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber ich habe gehört, da gibt es so einen Verein, der hat 15 Mal hintereinander nicht gewonnen. So, und dann sagt er, ja, vielen Dank dafür, es ist sein Verein und danke, dass ich ihn nochmal daran erinnert habe. Ja. Dann wusste ich, Fettnäpfchen, kennst du das? Ja, das kennen wir. Also, wenn ihr Wohnmobile habt und euch das so passiert ist, dann nehmt euch das Fahrrad mit und flüchtet schnell. Das ist so. Anbinden wird man auf jeden Fall. Ein Schloss ist dabei. Man kann es auch noch, glaube ich, erweitern durch so ein Einsteckschloss. Aber du sagst, so ein tolles Rad, da wäre doch so ein Faltschloss auch nochmal nicht schlecht, oder? Also ich würde es tatsächlich mit dem Rahmenschloss, wie es jetzt hier steht, verwenden. Dann noch die Einsteckkette, die dann um den Pfosten rumkommt.
Und dann ist es auch wirklich sicher abgeschlossen. Darf ich das mal sehen nochmal mit der Kette? Ich glaube, die ist irgendwo hier bei dem Rad, wo wir sie einfach mal andeuten können, dass wir es mal kurz schauen können, weil das ist schon vorgerüstet. Ich habe, glaube ich, einen Schlüssel für alles, der passt auf den Akku und die Kette. Ist das korrekt? Genau, gleich schließendes Schloss, wo wir dann nur einen Schlüssel brauchen. Und Tobi kommt gerade mal mit dieser Wunderkette aus deutscher oder fernöstlicher Produktion. Das wäre jetzt der Mast, wo du es drumherum machst. So, und da ist das Einsteckschloss und das kommt hier unten rein und dann ist das Fahrrad angebunden. Genau, wird hier reingesteckt, dann halt abgeschlossen und dann ist halt auch wirklich fest. Das war's. Und dann wäre es auch versichert, weil letztendlich hundertprozentig die Sicherheit, dass es nicht geklaut wird, hast du nicht, egal welches Schloss kommt. Wenn da die Flex kommt, dann ist es vorbei, aber dann zahlt wenigstens mal die Versicherung. So, vielen Dank fürs Einschalten. Riese und Müller, Tinker 2. Genau, Tinker 2 Vario. Vario, danke. Tschüss. Ciao.